Dies ist der Tag, den der Herr geschaffen hat. Lasst uns darin erfreuen. Und jetzt Gottes Wort für heute. Moin Moin, Pastor Wolle hier mit dem heutigen Thema der erste und der zweite Tod. Und unser Text vom Offenbarung 1 und lautet: Ich war tot, doch nun lebe ich für immer und ewig. Und ich habe Macht über den Tod und das Totenreich. Die Frage, ob Christus wirklich starb, und kann ein Mensch ebenso sterben? Oder kann ein Mensch mehrere Mals sterben? Sollte Jesus wirklich gestorben sein, was bedeutet das dann für uns insofern seiner Auferstehung? Schriftlich wird uns vom 1. Mose 1 mitgeteilt, dass wir in der Ähnlichkeit Gottes geistliche Geschöpfe sind, haben eine Seele und ebenso mit Jesus, als er von der Maria geboren wurde. Diese zwei Attribute der Gottesähnlichkeit können niemals vernichtet werden, obwohl unser Körper verwüstet. Der Tod Christus zum Beispiel war zweiteilig. Erstens körperlich am Kreuz und zweitens eine geistliche Trennung seinem geistlichen und seelischen Wesen von der Gemeinschaft mit seinem Vater. Dies war der Tod im Vergleich zu einem Opferlammes im Alten Testament. Jesus war das endgültige Opferlamm, makellos und unbefleckt, das heißt völlig unschuldig. Sein Leichnam wurde für 3 Tage in einer Höhle sozusagen aufbewahrt, so wie beim Lazarus. Inzwischen befand sich der Geist und die Seele des Christus in der Hölle. Um die Prophetie Gottes in Apostelgeschichte 2 und Psalm 16 zu erfüllen, das war sein Tod. Weil Jesus unschuldig war, wurde er von der Gewalt, dem Totenreich, freigesetzt und mit seinem Körper wieder vereinigt, seine Auferstehung, und nahm seinen Ehrenplatz an Gottes rechten Seite ein. Diese geistliche, gemeinschaftliche Wiedervereinigung mit Gott, seinem Vater, vollbrachte die Wiederauferstehung unseres Jesus zum ewigen Leben und Ehre. Für einen Christen, der durch das Blut Jesu geheiligt ist, dessen Geist und Seele befinden sich bei Gott im Himmel, wenn er stirbt. Der Leichnam dagegen bleibt im Grab, wo er auch sein möge, bis zum Zeitpunkt des Aufrufs, 1. Thessaloniker 4. Ein Sünder andererseits erlebt eine völlige Trennung von Gott in der Ähnlichkeit Christus, als er als Sünder gekreuzigt wurde und starb, gemeinschaftlich getrennt von Gott. Auch diese werden wieder lebend auferstehen, um vor Gott am Gerichtstag ihr Urteil zu bekommen. Die Verurteilten werden dann mitsamt dem Teufel und seiner Engel in den See der Verdammung verstoßen. Das wiederum ist der zweite Tod eines Menschen, der in Offenbarung 2 vermerkt ist. Uns ist gesagt in Hebräer 9, dass der erste Tod nur einmal eintritt, wenn unser irdisches Leben mit dem letzten Atemzug vorüber ist. Danach folgt das Urteil am Gerichtstag und für manche der zweite Tod. Auf diese Weise sollen wir uns behüten, unsere Erlösung nicht leichtfertig zu schätzen. Der Mensch hat nur eine Chance, seinen Zutritt ins ewige Leben zu sichern. Deshalb arbeitet mit Furcht und Zittern an eurer Rettung. Philipper 2. Dann wird euer Leben hell und makellos sein, im Vorbild unserem Jesus. Dazu müsst ihr unerschütterlich an der Botschaft Gottes festhalten, die euch das Leben bringt. Philipper 2. Wer durchhält und den Sieg erringt, dem wird der zweite, der ewige Tod, nichts anhaben können. Offenbarung 2. Also, bleibt wachsam und dem Jesus und seiner Lebensbotschaft treu. Tut das. Bis zum nächsten Mal.